Und jetzt zugeschaltet aus Tel Aviv unsere Israel-Korrespondentin Gisela Dax. Ja, wie geht es denn den befreiten Geiseln jetzt? Sind sie wohl auf? Das ist ja schon ein kleines Wunder. Ja, also normalerweise lässt man sie wirklich nicht gleich auf den ganzen Medientrubel los. Nach außen, also physisch, sehen sie in sehr gutem Zustand aus. Das mag auch darauf zurückzuführen sein, dass sie in Wohnungen bei palästinensischen Familien gehalten wurden. Da soll die Hamas diese Familien dafür bezahlt haben. Wie es innen drinnen ausschaut, das wird man erst langsam feststellen müssen. Aber wie es aussieht, ist es jedenfalls besser. Es waren sehr viele bessere Bedingungen als bei anderen Geiseln, die in den Tunneln gehalten werden. Das kann man sich vorstellen. Nun ist die Freude im Land und auch bei der Regierung sehr groß. Sind denn Einzelheiten der Aktion bekannt? Denn es soll ja laut israelischer Armee da auch 100 palästinensische Opfer bei der Aktion gegeben haben. Ja, also die Noa Argamani war an einem anderen Ort festgehalten als die drei Männer. Und bei ihrer Befreiung ging alles ganz glatt. Und als die Soldaten dann auf dem Weg zu den drei Männern waren, da ist das Rettungsfahrzeug festgesteckt und es gab also heftige Schüsse von Seiten der Hamas. Da ist auch ein Offizier dabei, dann ein israelischer Offizier umgekommen. Und da kam es eben zu diesem heftigen Schusswechsel, aber auch Beschuss, um eben diese Aktion durchzubringen. Von den Toten, die Israelis reden von 100 Toten, sagen die, viele davon, die meisten davon sind Hamas-Kämpfer. Die Hamas behauptet da etwas anderes. Das ist mehr oder weniger ja von 100 Palästinensern, die dabei mit umgekommen sind, ist die Zahl. Also diese Zahlen lassen sich natürlich auch immer nicht überprüfen. Zur Situation in Israel nochmal, Frau Dax. Gleichzeitig dauern ja die Proteste eben auf den Straßen, auch in Tel Aviv, an gegen die israelische Militäroperation in Gaza. Wie gespalten ist jetzt das Land über diese Frage der Also es war Fortsetzung? Ob erstmal, man, ich glaube, es war erstmal, ja, ja? ja, es war wirklich große Freude gestern. Also es wurde ja hier auf dem Strand von den Bademeistern angekündigt, dass die Geiseln, 4 Geiseln befreit wurden. Ich glaube, da war die Freude ungeteilt. Aber die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit, ja, die Zahl ist 120 Geiseln. Davon geht man aus, dass mindestens 40 bereits tot sind. Es wird wahrscheinlich sehr schwer werden, die Geiseln alle durch militärische Operationen freizubekommen. Also der Druck oder die Notwendigkeit eines Abkommens, die bleibt. Jetzt ist die große Frage strategisch, wie geht es weiter? Die Hamas hat offiziell immer noch nicht auf den beiden Vorschlag, also eines Geiseldeals, geantwortet. Mittlerweile gibt es jetzt auch größeren Druck auf amerikanischen Wunsch hin von Katar und Ägypten auf die Hamas zu sagen, also wenn sie da keine Antwort bald geben, dann können sie möglicherweise verhaftet ausgewiesen werden oder auch ihre finanziellen Ressourcen eingefroren werden, ob das etwas bringt. Man könnte auch jetzt von psychologischer Kriegsführung ausgehen, dass die Hamas möglicherweise eher sich noch verhärtet jetzt und erst einmal in den nächsten Tagen Geiseln, die bereits tot sind, offiziell quasi ihren Tod verkündet und das versucht mit dieser Militäroperation zu verlinken, um da eigentlich ihrerseits wieder Druck zu erzeugen. Also das ist jetzt, muss man jetzt sehen, wie es strategisch weitergeht. Nach den Demonstrationen gestern in Tel Aviv und auch bei vielen Geiselfamilien, ist der Trend sehr klar zu sagen, also nur ein Abkommen kann zusichern, dass die gesamten Geiseln, die noch am Leben sind, da tatsächlich nach Hause kommen. Mhm. Aber ich denke, alle freuen sich über diesen Erfolg der 4 Geiseln, die jetzt freigekommen sind. Vielen Dank, Gisela Dax.